Jeden Tag benutzen Menschen ihre Zunge, um zu ermutigen oder um zu verletzen, um Wahrheit zu sprechen oder um zu manipulieren, um Frieden zu stiften oder um Streit zu säen. Manche Menschen benutzen ihre Worte wie ein Werkzeug, andere benutzen sie wie eine Waffe. Und die meisten merken nicht einmal, wie viel Schaden sie damit anrichten. Durch Beleidigungen, durch Klatsch und Tratsch, durch Verleumdung, durch Hetze, Lügen, Propaganda, ja sogar Demagogie. Und genau deshalb wurden durch Worte nicht nur einzelne Menschen verletzt, sondern ganze Familien zerstört, Gemeinden gespalten, Unternehmen vergiftet und sogar ganze Völker gegeneinander aufgehetzt. Doch die eigentliche Frage lautet: Was, wenn deine Worte Dinge über dein Herz verraten, die du selbst noch gar nicht erkannt hast? In den nächsten Minuten wirst du verstehen, warum Worte so mächtig sind, was deine Worte über dein Herz verraten und wie Gott deine Sprache verändern kann. Vielleicht kennst du das. Du sagst etwas im Affekt. Ein einziger Satz beim Frühstück, ein einziger Kommentar im Büro, ein einziger Post in den sozialen Medien. Und plötzlich ist Vertrauen zerstört. Und manchmal entschuldigen wir uns später, aber die Worte können wir nicht mehr zurückholen. Manche Beziehungen erholen sich davon, andere nie wieder. Die meisten Menschen glauben dann, ihr Problem sei ihre Zunge, weil sie nicht in Zaum halten können. Aber das ist falsch. Das Problem liegt viel, viel tiefer. Die moderne Psychologie nennt dieses Muster Projektion innerer Zustände. Menschen offenbaren durch ihre Sprache häufig das, was bereits in ihrem Inneren vorhanden ist. Wut, Angst, Neid, Stolz, Verbitterung oder auch Unsicherheit. Und genau deshalb verraten Worte oft mehr über den Sprecher als über den Zuhörer. Jesus sagt in Lukas 6, Vers 45: Ein guter Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor, und ein böser Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Denn wovon das Herz voll ist, davon redet sein Mund. Und in Matthäus 15, Verse 18 bis 19 erklärt er: Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen, und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse und Lästerungen. Aha! Jesus macht hier etwas Erstaunliches deutlich. Die Zunge ist nicht das eigentliche Problem, sie ist nur der Lautsprecher deines Herzens. Deshalb stellt sich hier die eigentliche Frage: Was befindet sich in deinem Inneren? Deine Gedanken, deine Gefühle, deine Motive, deine eigentlichen Absichten. All das, was außer Gott niemand vollständig sehen kann. Ist dein Herz voller Bitterkeit, wird Bitterkeit aus dir herauskommen. Ist dein Herz voller Hass, werden Hass und verletzende Worte aus dir herauskommen. Ist dein Herz dagegen voller Liebe, werden Liebe und Freundlichkeit aus dir herauskommen. Deine Worte erschaffen dein Herz nicht. Deine Worte offenbaren dein Herz. Doch wenn Worte nur ein Spiegel unseres Herzens sind, warum nimmt Gott unsere Worte dann so ernst? In Sprüche 18, Vers 21 lesen wir: Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge. Das ist eine gewaltige Aussage, denn Worte sind niemals neutral. Sie können heilen oder verletzen. Sie können Hoffnung schenken oder Menschen zerbrechen. Jeder Mensch erinnert sich an Worte, die ihn bis heute gestärkt und im Leben weitergebracht haben. Und leider auch an Worte, die ihn bis heute verletzen. Deshalb tragen unsere Worte Gewicht. Mehr Gewicht, als die meisten Menschen ahnen. Doch die Bibel geht noch weiter. Sie zeigt, wie viel Schaden eine einzige unkontrollierte Zunge anrichten kann. Jakobus schreibt in Kapitel 3, Verse 5 bis 6: So ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Siehe, ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an. Ein einziger Funke kann einen ganzen Wald zerstören. Eine einzige Lüge kann eine Ehe zerstören. Ein einziges Gerücht kann eine Freundschaft beenden. Eine einzige Verleumdung kann den Ruf eines Menschen für Jahre beschädigen. Klatsch, Verleumdung, Gerüchte, Lügen. All das beginnt oft mit wenigen Worten.
Und genau deshalb warnt die Bibel immer wieder vor der Macht der Zunge. Aber jetzt kommt die entscheidende Frage: Wenn das Herz die Quelle ist, wie verändert Gott dann unser Herz? In Psalm 119, Vers 11 lesen wir: Ich habe dein Wort in meinem Herzen bewahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Hier liegt die eigentliche Lösung. Gott beginnt nicht bei der Zunge. Gott beginnt beim Herzen. Sein Wort verändert unsere Gedanken, unsere Motive, unsere Einstellungen, unsere Sichtweise. Und wenn sich das Herz verändert, verändern sich auch unsere Worte. Doch wenn Gottes Wort das Herz verändert, wie klingt dann eigentlich ein Mensch, dessen Herz von Christus geprägt wurde? In Epheser 4, Vers 29 lesen wir: Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Das Ziel eines Christen ist deshalb nicht einfach weniger schlechte Worte, sondern mehr gute Worte. Worte, die ermutigen, erbauen, heilen, Hoffnung schenken. Wahrheit in Liebe sprechen. Genau so sprach Jesus. Mit Wahrheit, mit Weisheit, mit Liebe, mit Autorität und mit Gnade. Und noch etwas ist wichtig. Als Christen sprechen wir nicht nur für uns selbst. Ob wir wollen oder nicht, viele Menschen beurteilen Christus anhand der Christen, die sie erleben. Im Beruf, in der Familie, in der Gemeinde oder in den sozialen Medien. Deshalb können verletzende, respektlose oder lieblose Worte nicht nur Menschen schaden. Sie können auch ein falsches Bild von Jesus und vom Vater vermitteln. Gerade deshalb fordert Paulus Christen auf: Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung. Denn unsere Worte sind oft das erste Zeugnis, das andere Menschen von Christus wahrnehmen. Die Bibel zeigt uns einen erstaunlichen Zusammenhang. Lukas zeigt die Quelle, unser Herz. Sprüche zeigt die Macht, unsere Worte. Jakobus zeigt die Gefahr, unsere Zunge. Psalm 119 zeigt die Veränderung. Gottes Wort verändert das Herz. Und Epheser zeigt das Ergebnis. Ein Mensch, dessen Worte anderen Leben schenken. Die wichtigste Frage lautet deshalb nicht: Wie kontrolliere ich meine Zunge? Sondern: Womit fülle ich mein Herz? Denn irgendwann wird jeder Mensch zeigen, was wirklich in ihm lebt. Nicht durch seine Maske oder sein Image, sondern durch seine Worte. Denn die Zunge verrät oft, was das Herz zu verbergen versucht. Und jetzt interessiert uns: Welcher Gedanke hat dich heute am meisten angesprochen? Schreib es uns in die Kommentare. Und falls du wissen willst, warum du dich innerlich leer und ausgetrocknet fühlst, obwohl du betest und auch regelmäßig in der Bibel liest, dann schau dir dieses Video hier an. Es kann ein wahrer Augenöffner sein. Falls dir das heutige Video gefallen hat, dann gib dem Video gern einen Daumen nach oben. Lass ein Abo da und, ganz wichtig, aktiviere die Glocke, damit du automatisch informiert wirst, sobald ein neues Video von School of God erscheint. Gott segne dich.